Guten Tag, Herr Degenhardt. Ansgar von Landstein hier. Haben Sie alles vorbereitet? Schön. Na, wollen wir Degenhardt mal so richtig einheizen? Wir hier eigentlich? Knutschen? Aber das geht nicht. Und jetzt? Nichts und jetzt. Jetzt ist Schluss damit. Ich wollte nur nicht, dass dich Olli völlig falsch versteht. Coco, wird es mich nur im Geringsten interessieren, was dieser Scheißkerl von mir denkt, dann würde ich ihm das schon selber sagen. Ja, was Coco hat genau gewusst, dass ich das nicht wollte. Okay, sie hat einen Fehler gemacht. Aber ist dir mal aufgefallen, wen du wegen so einer Lappalie fix und fertig gemacht hast? Die Frau, die immer zu dir gehalten hat. Oder muss ich dich daran erinnern, wer dir einen Brief nach dem anderen geschrieben hat, wer immer für dich da war, als du im Knast warst? So, bitte sehr die 5 Euro zurück. Danke. Guten Tag. Möchten Sie in der Lounge Platz nehmen? Ja, gerne. Und einen Milchkaffee, bitte. Gerne. Hallo Sebastian. Darf ich? Ich muss arbeiten. Es tut mir wirklich leid, dass das Essen auf Königsbrunn so enden musste. Und dass dich mein Vater weggeschickt hat. Du meinst wohl rausgeschmissen? So wie er es mit meinem Vater getan hat, als er Königsbrunn geerbt hat. Komm schon, wir können doch gar nicht beurteilen, was zwischen den beiden damals wirklich passiert ist. Seitdem hat er sich kein einziges Mal um uns gekümmert. Nicht mal, als unser Vater tot war. Eins hat mir sein Auftritt auf jeden Fall gezeigt. Euer Vater hat sich seit damals kein bisschen geändert. Und was ist mit deinen Cousins? Und mit mir? Willst du mit uns auch nichts mehr zu tun haben? Danke. Auf eure Horrorgeschichten über Adrian verzichte ich gern. Deine Stiefmutter und Konstantin haben mich schon genug damit zugetextet. Ja, von wegen Adrian hätte Konstantin gezwungen, eure Firma zu bespitzeln und euch irgendein Pharma-Deal versaut. Ja, aber genau so war's. Ich bin immer noch in der Lage, einen Menschen selbst zu beurteilen. Adrian ist absolut korrekt und menschlich voll in Ordnung. Von jemandem wie ihm könnt ihr auf Königsbrunn noch eine Menge lernen. Dann kommt sie schon zu dir zurück. Ja, sicher. Na, ihr beiden wollt ausreiten? Konstantin, sonst machst du doch immer einen großen Bogen um die Pferde. Ja, irgendwie habe ich die Gäule doch noch lieben gelernt. Außerdem muss ich Leo in den Sattel helfen. Hey, pass auf, was du sagst. Ach, Leonhard, ich würde danach gern mit dir sprechen. Nein, eigentlich geht es euch beide an. Also, Elisabeth und ich hatten ein langes Gespräch und wir halten es beide für das Beste, Ansgar und Carla endlich davon in Kenntnis zu setzen, dass Degenhardt dein leiblicher Vater ist. Carla, okay, aber Ansgar flippt doch raus. Ja, das befürchte ich allerdings auch. Was ist die Alternative? Dass er es von Degenhardt selbst erfährt? Ja, du hast recht. Das wäre wahrscheinlich die schlechtere Variante. Du warst traurig und hast ein bisschen Trost gebraucht. Da kommt sowas schon mal vor. Warum hast du überhaupt mitgemacht? Bin ich jetzt schuld oder was? Nein, aber ich dachte, du bist schwul. Wenn du das sagst. Wie jetzt? Coco, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch was dazwischen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich auch auf Frauen stehe. Ja, aber ich dachte, es wäre ein Witz gewesen.
bist du bi? Yep. Ja, und wieso hast du mir das nicht gesagt? Hast du mich gefragt? Idiot. Küsse ich so schlecht oder warum ist das jetzt ein Problem für dich? Nein, im Gegenteil. Das war richtig wow. Also, was beschwerst du dich dann? Mann, wie soll ich das Christian beibringen? Gar nicht. Wie? Coco, das war eine einmalige Sache. Keiner hat uns gesehen. Also muss es auch keiner erfahren. Bleibt dir nur Olli, der ist doch sonst so pünktlich. Vielleicht hat er einen besseren Job gefunden. Vielleicht auch einen netteren Kollegen. Adrian hat meine Familie jahrelang unterstützt. Bestimmt nicht aus reiner Menschenliebe. Er hat mir mein Studium in Boston finanziert. Und mir eine super Stelle angeboten. Ja, dafür wird er seinen Grund haben. Adrian ist ein klasse Typ. Er hat keinerlei Gegenleistung verlangt und würde so etwas niemals tun. Hast du dich eigentlich gar nicht gefragt, warum Ansgar nicht beim Essen auf Königsbrunn war? Ich sag's dir. Weil dein klasse Typ eine junge Frau auf ihn angesetzt hat. Ist klar, von dir ist ja auch noch eine Story fällig. Diese junge Frau hat ihm eingeredet, dass sie schwanger von ihm ist. Kommst du bitte zum Punkt? Olivia Schneider, so heißt die Frau, hat dann behauptet, sie hätte eine Fehlgeburt. Und Ansgar war am Boden zerstört, Warum sollte Adrian mit so einem Schwachsinn seine Zeit vergeuden? weil er Ansgar fertig machen will. Mein Bruder hat vor einem Jahr seinen Sohn verloren. Und er hat sich total darauf gefreut, wieder Vater zu werden. Sein Sohn Hannes ist im Rhein ertrunken. Seine Leiche wurde nie gefunden. Das hat er bis heute nicht verkraftet. Schade eigentlich, dass Ansgar gar nicht mitbekommt, was für einen tollen Sohn er hat. Er wird's überleben. Hat er sich an der Côte d'Azur wenigstens ein bisschen erholt? Ja, das hoffe ich doch. In der letzten Zeit hat er ein bisschen geschwächelt. Hast du keine Angst, dass er dir noch mal Löcher in den Schreibtisch schießt? Bisher hat er nur die Wand getroffen, aber ich bin sicher, er arbeitet daran. Und wenn er beim nächsten Mal besser zielt? Ja, das sehe ich sportlich. Außerdem, jeder ist nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und ich habe noch eine Menge Pfeile im Köcher. Das Dossier Food for Little. Da bringen Sie es rein. Die Geschichte ist doch völlig absurd. Nein, sie ist wahr. Ansgars Verletzlichkeit und die Trauer um Hannes hat Adrian ausgenutzt. Und wenn diese Olivia einfach nur scharf auf seine Kohle war und Adrian gar nichts damit zu tun hatte? Sie hat in Adrians Auftrag gehandelt. Das kann jeder behaupten. Kannst du es auch beweisen? Der unwiderstehliche Ansgar von Lahnstein wird von einem kleinen Flittchen abgezogen. Das tut weh. Wie geht's ihr eigentlich? Hat sie die K.O.-Tropfen gut vertragen? Na und ob. Sie liegt im Krankenhaus und ist zahm wie ein Lamm. Sogar Tanja, Hannes' Mutter, hat so unter dem Tod ihres Sohnes gelitten, dass sie Selbstmord begangen hat. Sie war auch an Adrians Intrige gegen Ansgar beteiligt. Na klar, was sonst? Meinetwegen kannst du mir noch stundenlang Geschichten über Adrian erzählen. Das beweist alles nicht, dass er tatsächlich an der Sache beteiligt war. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich muss noch arbeiten. Wir haben alles Menschenmögliche probiert. Sie sollten sich an den Gedanken gewöhnen, dass Ihr Sohn nicht mehr lebt, so schwer es auch fällt. Ich kann den Puls nicht mehr fühlen. Ruf einen Krankenwagen. Ohne meinen Sohn sehe ich keinen Sinn mehr darin, mich in einer Welt zu behaupten, in der mir so viel Boshaftigkeit und Hass entgegenschlägt. Vielleicht hat deine Mutter auch das einzig Richtige getan. Ansgar? Ja? Würdest du bitte für einen Moment in die Bibliothek kommen? Ich habe dir und deiner Schwester etwas Wichtiges mitzuteilen. Na, lässt du dich heute auch noch mal blicken? Sorry, Tantchen, ich wurde aufgehalten. Ich habe schon originellere Ausreden gehört. Warst du bei Olivia im Krankenhaus? Das habe ich heute Morgen nicht geschafft. Ich war abends hin. Sie hat übrigens noch keine Ahnung, wo sie wohnen soll, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen wird.
Um eines klarzustellen. Ich bin wirklich froh, dass es Olivia wieder besser geht. Ich habe mir große Sorgen um sie gemacht. Aber bei mir wird sie nicht einziehen. Nicht nach dem, was sie sich hier zuletzt geleistet hat. Entschuldigen Sie, möchten Sie zahlen? Ja. Milchkaffee und Wasser, bitte. Ja, Angelo? 7,20 Euro. Stimmt so. Dankeschön. Danke, wiederschauen. Tschüss. Das ist übrigens ein Neffe von Johannes von Lahnstein. Er ist kaum in der Stadt und schon sorgt er für Schlagzeilen. Hast du dich eigentlich mit Christian wieder ausgesöhnt? Christian? Nicht direkt. Also indirekt? Nein, ja. Oh, scheiße, Charlie, ich habe seine Freundin geküsst. Na, großartig. Und was sagt er dazu? Er weiß es noch gar nicht. Und jetzt? Alles steht fest. Wenn er es rausfindet, kann ich mir schon mal einen neuen Satz Zähne bestellen. Hi. Hallo. Ich muss dir... Entschuldige. Es war wirklich total bescheuert von mir, dich gerade so anzumachen. Es tut mir leid. Schon okay. Weißt du, ich bin nicht gerade stolz auf meine Knastkarriere und du erzählst es ausgerechnet Olli. Ich wollte doch nur, dass er dich versteht. Und weiß, was du durchgemacht hast. Ich weiß und bei jedem anderen wäre es mir wahrscheinlich auch egal gewesen, aber bei dem Typen, da sehe ich eben rot. Ich weiß auch nicht warum. Ich muss dir noch was sagen. Zu Olli. Ach komm, ist doch jetzt egal. Die Hauptsache ist doch, dass wir uns wieder verstehen. Und nicht mehr streiten. Schon gar nicht wegen so einem Idioten. Nein, mein Vater denkt, dass ich die Schnauze voll hab von Degenhardt und nichts mehr gegen ihn plane. Warum? Ja, ganz einfach, weil er mir dann wieder einen guten Posten in der Holding gibt. Und den brauche ich, um Degenhardt ein für alle Mal fertig zu machen. Ja, ich melde mich dann einfach wieder. Vielen Dank. Ansgar, du bist ja schon da. Ja. Hallo, Carla. Setzt euch doch bitte. Zunächst möchte ich mich bei euch entschuldigen, dass ich dieses Gespräch erst heute mit euch führe. Und ich möchte betonen, dass das, was ich euch gleich erzählen werde, nichts in unserer Familie verändern wird. Weder zwischen euch Geschwistern noch was das Leben auf dem Schloss angeht. Na je, jetzt mach's nicht so spannend. Sollen wir Bauchtanzgruppe beitreten? Was ich von Adrian Degenhardt halte, brauche ich euch nicht zu erläutern. Trotzdem ist Konstantin, auch nachdem sich herausgestellt hat, dass er sein leiblicher Sohn ist, ein akzeptiertes und vollwertiges Mitglied der Familie geblieben. Inzwischen aber gibt es einen zweiten Vaterschaftstest. Wie, was willst du denn damit sagen? Adrian Degenhardt ist auch der Vater von Leonhard. Ja? Hallo. Ich glaube, Sie haben sich in der Tür geirrt. Das glaube ich nicht. Sie sind doch Olivia Schneider. Ja? Was wollen Sie von mir? Ich bin Mitarbeiter von Adrian Degenhardt. Na und? Herr Degenhardt schickt mich. Er lässt fragen, wie es Ihnen geht. Sie wissen doch, von wem ich spreche. Klar. Das steht doch ständig irgendwo in der Zeitung. Aber warum interessiert es sich für mich? Sie müssen nicht so tun, als würden Sie ihn nicht kennen. Ich bin ein enger Vertrauter von ihm, wirklich. Gratuliere. Frau Schneider, es
gibt da noch ein paar Fragen wegen dieser Sache zwischen Ihnen und Ansgar von Lahnstein. Dieser verrückte Graf, der die Klatschpresse ständig mit seinen Skandalen versorgt? Das heißt, Sie kennen ihn nicht näher? Tut mir leid. Und jetzt gehen Sie bitte, der Arzt hat mir Ruhe verordnet. Natürlich. Tut mir leid für die Störung. Hat mich gefreut. Auf Wiedersehen. Seit wann weißt du das? Seit Leonhards Hochzeit. Degenhardt hat mir kurz vor der Trauung einen Brief von Francesca gegeben, in dem sie ausdrücklich bestätigt, dass Leonhard nicht mein Sohn ist. Und warum erfahren wir mal wieder als Letzte davon? Es ist mir, weiß Gott, nicht leicht gefallen zu schweigen. Aber es war Leonhards Wunsch. Ich kann das alles nicht glauben. Wie lange hatte denn Mutter dieses Verhältnis mit Degenhardt? Lange. Sehr lange. Ansgar, warum sagst du nichts? Tja. Da sollte ich auch mal einen Test machen. Wer weiß, wer mein Vater ist. Das wäre der vielleicht, hm? Weißt du, wo Leonhard jetzt ist? Er weiß, dass ich mit euch beiden darüber spreche und müsste eigentlich zu Hause sein. Dann würde ich jetzt gern mit ihm reden, wenn es in Ordnung ist. Ich glaube, er würde sich sogar darüber freuen. Ja, ich komme gleich nach. Du siehst natürlich nur, was du sehen willst. Die süße kleine Carla. So schutzbedürftig. Aber geschäftlich die totale Null. Und Leo, der spannt dir deine Frau aus und ist trotzdem noch dein Liebling. Was denn? Willst du etwa leugnen, dass du ihn liebst und mich nicht? Es stimmt. Ich habe dich nicht genug geliebt. Ich war dir ein schlechter Vater. Alles, was ich wollte, war, dass du ein bisschen stolz bist auf mich. Ein bisschen Anerkennung. Wenn du mich schon nicht liebst. Coco, sag mal, haben wir uns eigentlich schon so richtig versöhnt wieder? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann wird's höchste Zeit. Hi. Hi. Ich dachte schon, ihr bewerft euch mit Tassen und Toastern. Echt witzig. Hey, ich freue mich doch, dass ihr euch wieder vertragen habt. Schließlich war ich der Grund für euren Streit. Tja, wir haben es so gerade noch mal hinbekommen. Ja, dann will ich mal gar nicht länger stören. Hm? Suchst du was? Mein Joghurt, der war heute Morgen noch da. Meinst du den Zimtjoghurt? Hm. Ach, tut mir leid, ich wusste ja nicht, dass das deiner ist. Den habe ich gegessen. Kein Problem. Ich habe sowieso keinen Hunger mehr. Ja, dann. Viel Spaß noch. Also. Leonhard, Dann hat Vater euch also eingeweiht? ich kann es immer noch nicht glauben, dass du sein Sohn bist. Ja, ich auch nicht. Aber zwischen uns, da ändert sich doch nichts, oder? Wieso sollte es? Wir haben doch immer noch die gleiche Mutter. Was hat Ansgar denn dazu gesagt? Ist er ausgeflippt? Also für sein Verhältnis hat er relativ ruhig und vernünftig reagiert. Das ist bei ihm doch eher ein schlechtes Zeichen. Jetzt seid ihr Geschwister. Und nicht nur eure Halbschwester.
An den Gedanken muss ich mich erst mal gewöhnen. Ja, nicht nur du. Ja, und wir halten in Zukunft noch besser zusammen, oder? Was bleibt uns bei dem Vater anderes übrig? Komisch. Und ich fand immer, dass ausgerechnet du Vater besonders ähnlich bist. Nicht nur vom Wesen, sondern auch äußerlich. Zum Glück werden eben nicht nur die Gene weitergegeben, sondern vor allem auch gemeinsame Erfahrungen. Das Leben, die Zeit, die man miteinander verbringt. Herrgott, nochmal, das wird nie aufhören. Und deshalb wirst du immer mein Sohn sein. Egal, was der Vaterschaftstest sagt. Ein unbekannter Besucher, der sich als mein Vertrauter ausgegeben hat? Ja, sag ich doch. Angeblich sollte er mit mir über Ansgar reden. Ja, was haben Sie gesagt? Natürlich nichts. Sehr gut. Halten Sie sich schön an meine Anweisung, dann geht da nichts schief. Falls sich der Kerl nochmal meldet, dann rufen Sie mich an, okay? Mache ich. Ciao. Diese Lahnstein-Sippe ist die Pest. Erzähl mir was Neues. Carla behauptet, du hättest eine gewisse Olivia Schneider gezwungen, Ansgar vorzuspielen, sie sei von ihm schwanger und habe dann eine Fehlgeburt gehabt. Weiter, weiter. Angeblich, um Ansgar psychisch fertig zu machen. Das wird ja immer besser. Zufällig habe ich mitbekommen, dass die Inhaberin des Schneiders auch eine Olivia kennt, die zurzeit im Krankenhaus liegt. Also bist du... Hingefahren, um mit ihr zu reden, genau. Ja und? Die Frau kennt dich überhaupt nicht. Und sie hatte keine Ahnung, wovon ich rede. Weil die ganze Geschichte erstunken und erlogen ist, wie das meiste aus dem Hause Lahnstein. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Diese Leute lassen keine Gelegenheit aus, mich bei dir anzuschwärzen. Weil sie es nicht ertragen können, dass du mir nahe stehst. Ach, lass sie reden. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Oder hat Johannes von Lahnstein auch nur einmal in den letzten 18 Jahren nach uns gefragt? Tja, das hat man in diesen Kreisen offenbar nicht nötig. Dafür gibt's nur ein Wort. Erbärmlich. Es war für mich immer eine Selbstverständlichkeit, mich um euch zu kümmern. Für Johannes nicht. Deswegen will ich mit ihm und seiner Familie auch nichts zu tun haben. Siehst du? Das ist immer am besten, man macht sich sein eigenes Bild. Jetzt weißt du wenigstens genau, woran du bei den Lahnsteins bist. Ich muss noch auf den Termin. Wir unterhalten uns später weiter, okay? Was, deshalb ist sie ausgezogen? Weil sie erfahren hat, dass Sarah und du keine Geschwister seid? Ja, genau. Und wie soll es jetzt weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht braucht sie einfach nur ein bisschen Abstand, um sich an die Gedanken zu gewöhnen. Und was, wenn sie es nicht schafft? Jemand Wasser? Willst du auch was trinken? Und auf unseren unkaputtbaren Familienfrieden anstoßen? Nein, danke. Ansgar, musst du wieder alles in den Dreck ziehen? Wir werden eine Familie bleiben, auch wenn wir nicht denselben Vater haben. Oder hast du ein Problem damit? Dich freut es natürlich. Du bist jetzt schließlich nicht mehr der einzige Bastard hier auf dem Schloss. Hm? Ansgar, halt doch einfach deine Fresse, okay? Bei dir sind wir noch lange nicht. Papas Liebling, die Frucht der Lenden seines Todfeindes. Das hat was. Ansgar, bitte. Hör auf zu streiten. Oh, ich habe gar nicht vorzustreiten, Schwesterchen. Ich will nur einiges klarstellen, damit sich hinterher niemand beschwert. Euch ist doch hoffentlich klar, dass mir als ältestem Stammhalter das Erbe auf Königsbrunn zusteht. Ansgar, bitte. Wenn mir also dieses nette Schlösschen erst einmal gehört, könnt ihr alle euch eine neue Bleibe suchen. Ich schmeiß euch Bastarde raus. Und zwar für immer. Kitty! Ja, bitte? Ach, Hannes, Süßer, was machst du denn da? Hallo?
Komm mal her. Entschuldige, Adrian. Hans ist gerade der Teller runtergefallen. Entschuldigung, Herr Degenhardt ist momentan nicht da. Und wer sind Sie? Sebastian von Lahnstein. Was kann ich für Sie tun?